Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute habe ich eine richtig schöne fruchtige Torte für euch und zwar machen wir eine Apfel-Marzipan-Torte. Los geht's, wir fangen an mit dem Boden. Dazu habe ich meinen Wunderkuchen genommen. Für diesen brauchen wir 4 Eier, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Dann habe ich 200 Milliliter Apfelsaft genommen, 200 Milliliter Öl, 300 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Los geht's! Als erstes geben wir die Eier in eine Schüssel und die schlagen wir ganz kurz auf. Wenn die Eier schön verquirlt sind, kommt dann der Zucker dazu und der Vanillezucker und das Ganze schlagen wir jetzt so lange auf, bis sich die Masse verdoppelt hat. Das sieht dann so aus und jetzt können wir den Apfelsaft dazugeben, schaltet aber bitte die Maschine etwas runter. Und das Öl kommt dazu und das Ganze wird nochmal so 2 bis 3 Minuten aufgeschlagen. Nicht wundern, das wird ein bisschen zusammenfallen. Ja, in der Zwischenzeit siebe ich das Mehl mit dem Backpulver, ganz einfach das Mehl und das Backpulver in ein Sieb geben und durchsieben. Ich schalte meine Maschine wieder etwas runter, also das kann man jetzt ruhig wirklich in der Maschine machen, ihr könnt aber das Mehl auch unterheben. Ich habe es mit der Maschine gemacht und dazu die Maschine runter schalten und das Mehl mit dem Backpulver nach und nach dazugeben. So sieht er dann aus. Ich musste aber dann noch mit einem Teigschaber am Rand entlang das Mehl entfernen und habe das nochmal in den Teig untergehoben. Jetzt brauche ich meine Springform, die hat 26 cm Durchmesser, die ist mit Backpapier ausgelegt. Da gebe ich den kompletten Teig hinein. Und dann darf der Boden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für gute 35 bis 40 Minuten backen. Nach dem Backen so 5 Minuten in der Form auskühlen lassen und dann von der Springform lösen. Und das geht am besten mit einem Messer. Bitte schneidet immer zum Rand hin. Den Boden müssen wir dann noch stürzen auf ein Kuchengitter und dann vom Springformboden befreien. Ja, und jetzt darf er komplett auskühlen. Weiter geht's mit der Apfelfüllung. Dafür brauchen wir 3 bis 4 Äpfel. Ich hatte hier jetzt Elsteräpfel. Dann brauchen wir ein Päckchen Vanillepuddingpulver, 300 Milliliter Apfelsaft, 2 Päckchen Vanillezucker, einen Teelöffel Zimt und dann noch so 30 Gramm gehackte Mandeln. Die Äpfel müssen wir vorbereiten. Ja, meine hatten jetzt einen Aufkleber drauf, den habe ich weggetan. Apfel bitte waschen und dann schälen. Die Schale muss man übrigens nicht wegschmeißen, die kann man entweder für einen Tee benutzen, also einfach die Apfelschalen in eine Tasse geben und heiß aufgießen oder man isst sie einfach. Das habe ich nämlich gemacht, währenddessen ich dieses Video gedreht habe. Ja, den Apfel müssen wir dann halbieren, dann vierteln, vom Kernhaus befreien und dann in kleine Würfel schneiden. So sahen sie dann aus und das machen wir mit den ganzen Äpfeln.
Und zum Schluss hatte ich so eine Menge. Also ich hatte 3 Äpfel genommen. Weiter geht's mit dem Puddingpulver. Da gebe ich jetzt 6 Esslöffel von dem Apfelsaft dazu und verrühre das Ganze so lange, bis keine Klümpchen mehr in der Soße sind. Also im Grunde genommen stellen wir jetzt einen Pudding her, nur ohne Milch. Das kommt dann zur Seite. Jetzt brauche ich einen Topf, da gebe ich den restlichen Apfelsaft dazu. Der darf dann erstmal aufkochen. Und wenn er dann kocht, dürfen die Apfelstücke mit hinein. Und ich würde mal sagen, wir kochen das Ganze so, ja, ich würde mal sagen so 3 Minuten, 3 bis 4 Minuten, weil die Äpfel sollten doch ein bisschen Biss haben. Ja, dann kommt auch der Zimt dazu, das Ganze verrühre ich. Und wenn es dann richtig aufkocht, kommt die Vanillesoße hinein, also der Vanillepudding. Und dann müssen wir aber auch ganz schnell umrühren, also das dickt sofort an. Und immer schön rühren. Es kann nämlich passieren, dass es sonst Klumpen gibt und eventuell sogar am Topf anbrennt. Ja, dann kommen auch die gehackten Mandeln dazu. Die werden ebenfalls nochmal mit untergerührt. Und dann ist meine Apfelfüllung schon fertig. Ich habe sie zum Auskühlen in eine Schüssel gegeben und da habe ich dann den Vanillezucker darüber gestreut. Den ebenfalls nochmal kurz untergehoben und dann das Ganze zum Auskühlen zur Seite gestellt. Dann geht es weiter mit meiner Sahnefüllung. Das ist mega einfach. Dazu brauchen wir 1 Liter Sahne, also 1000 Milliliter Sahne, 5 Päckchen Sahnesteif und 5 Päckchen Vanillezucker. Die Sahne gebe ich in eine Schüssel und schlage sie kurz auf. Und dann kommt der Vanillezucker dazu und das Sahnesteif und dann schlage ich die Sahne steif. Ihr könnt natürlich das Sahnesteif weglassen, das dauert halt dann alles ein bisschen länger. So sieht meine Sahne dann aus. Was ihr jetzt beachten müsst, ihr müsst gute 200 Gramm davon abnehmen, denn die brauchen wir später für die Verzierung und zum Eindecken. Mein Boden ist ausgekühlt, den schneide ich jetzt zweimal waagerecht durch. Das zeige ich euch hier jetzt im Schnelldurchlauf. So sahen sie aus. Also der Boden war nicht wirklich hoch, aber ich habe wirklich 3 Böden daraus schneiden können. Den ersten Boden nehme ich, lege ihn auf eine Tortenplatte und stelle einen Tortenring darum und da kommt dann als allererstes die Apfelfüllung hinein. Sie sollte lauwarm sein, also nicht mehr heiß. Da gebe ich dann den zweiten Boden darauf und stelle die Torte erst noch mal so gut für 1 Stunde in den Kühlschrank. Denn es wäre jetzt nicht gut, die Sahne drauf zu geben, wenn die Apfelmasse noch warm ist. Das würde dann zerlaufen. Und deswegen habe ich sie noch 1 Stunde in den Kühlschrank gegeben. Nach der Stunde die Torte rausholen und dann mit der dreiviertelten Sahne befüllen und dann auch gleichmäßig verstreichen. Da kommt dann der Deckel drauf, also der letzte Boden. Ein bisschen andrücken und da oben drauf kommt jetzt die restliche Sahne. Und die wird ebenfalls gleichmäßig verstrichen.
Und jetzt darf die Torte nochmal für gut 4 Stunden in den Kühlschrank. Also ich habe sie über die Nacht in den Kühlschrank gegeben. Für die Verzierung brauchen wir 200 Gramm aufgeschlagene Sahne, also das war jetzt den Rest, den wir am Anfang weggenommen haben, eine Packung Marzipanrohmasse, eine ganze Packung Krokant, ich glaube das sind ungefähr so 250 Gramm und dann noch 16 Marzipankartoffeln. Damit das Video nicht noch länger wird, habe ich jetzt ein bisschen was weggelassen. Ihr seht, ich habe meine Torte schon vom Backrahmen befreit, vom Tortenring befreit. Habe sie bereits auf eine Tortenplatte gestellt, wo ich dafür vorgesehen habe. Habe unten Backpapier hingelegt, damit ich die Tortenplatte nicht so einsau und habe sie mit Sahne bestrichen. Das muss übrigens nicht so schön sein, denn ich decke das Ganze ja mit Krokant ein. Und das mit dem Krokant mache ich immer so, ich nehme mir ein bisschen was in die Hand und drücke es einfach an den Seiten entlang fest. Und dann der Krokant, der wo auf die Seite fliegt oder runter fliegt, den nehme ich dann noch mit einem Teigschaber, also den drücke ich dann noch mit einem Teigschaber an. Und das mache ich so lange, bis mein Rand richtig schön ausschaut. Weiter geht's mit dem Marzipan. Den muss ich ausrollen. Dazu gebe ich Puderzucker auf meine Arbeitsfläche. Also ihr müsst den Marzipan so ausrollen, dass ihr einen Tortenring mit der Größe von eurer Torte da drauf stellen könnt und ihn ausstechen könnt. Und wie das geht, das zeige ich euch hier. Also ich habe vorher mit dem Tortenring meine Torte nochmal genauer abgemessen. Jetzt habe ich hier einen Tortenteiler. Und zwar teile ich meinen Marzipan in 16 Stücke. Dazu lege ich den einfach auf meinen Marzipankreis und drücke ihn fest. Beim Lösen müsst ihr ein bisschen aufpassen, Marzipan klebt ja. Dann hole ich mir einen Tortenretter und schiebe ihn vorsichtig darunter und lege dann den Marzipankreis auf meine Oberfläche von der Torte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen krumm, aber das kann man richtig schön noch zurechtziehen. Und keine Angst, der Puderzucker verschwindet mit der Zeit. Dann geht es weiter mit den Tuffs. Dazu habe ich die restliche Sahne noch in einen Spritzbeutel gefüllt mit einer Sterntülle und dann habe ich außenrum Tuffs gespritzt, in der Mitte und dann nochmal und zu guter Letzt kommen dann die Marzipankartoffeln drauf. Ja, und dann habe ich sie nochmal für 1 Stunde kühl gestellt und dann war sie auch fertig. Also das ist so eine richtig schöne, fruchtige, sahnige Torte. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.